Was mir dann zum Humboldt-Forum einfällt, okay, ein Wort, Beutekunst. Ja, es ist so, dass das Humboldt-Forum ja ein großartiges kulturelles Projekt plant, eine Art Kulturdialog, eine Art Plattform, in der Kulturen aus der ganzen Welt, darunter auch außereuropäische Kulturen, ausgestellt werden. Das heißt, sie werden sozusagen in Dialog miteinander treten. Das ist eigentlich in dieser Welt von Verflechtung, von Kulturverflechtung, ist doch etwas großartig von der Idee her. Aber das Humboldt-Forum möchte aber auch die Sammlung des Ethnologischen Museums und des Museums für asiatische Kunst auch übernehmen. Und das ist das Problematische daran. Die Sammlungen, die Objekte dieser Museen werden für die meisten oder sind für die meisten im Rahmen der kolonialen Eroberung, der kolonialen Enteignungspolitik und der kolonialen Gewaltaktionen erworben worden. Das heißt, ihre Herkunft ist dann problematisch. Also, was soll man hier haben? Will man einen Dialog auf Augenhöhe mit anderen Kulturen führen, dann sollte man sich erstmal auch sich mit der Herkunft dieser Objekte auseinandersetzen. Meine Antwort ist eindeutig ja. Es geht ja hier um den allerersten Genozid des 20. Jahrhunderts, nach dem Genozid an den Armeniern. Und mit einem Vernichtungsbefehl sind so viele Menschen gestorben. Es gab ein Massaker und das kann man nicht übersehen. Und Menschen haben in Konzentrationslagern gelitten. Sie haben das Schlimmste erlebt. Sie haben ihre psychologische, soziale Sicherheit als Volksgemeinschaft verloren. Sie haben fast alles, Land, Vieh und verloren. Und es ist auch für mich nur legitim, dass man über Reparationen, das heißt Wiedergutmachungsleistungen spricht. Und die Nachfahren der überlebenden Heroes auch stellen auch diese Forderungen. Und dass man diese Frage noch offen lässt, zeigt nur, dass dieses Thema eigentlich immer noch verdrängt wird. Man kann einfach nicht diesen Genozid einfach bagatellisieren. Ja, viele Leute sind bis heute noch getränkt, weil die Bundesrepublik Deutschland sich den Verbrechen dieser Aktionen nicht stellen will. Das heißt, das Unrecht anerkennen, sich entschuldigen und auch versuchen, die Nachfahren irgendwie wieder aufzubauen. Und es ist wichtig und das kann auch, wir sehen auch mal, dass dieses Volk heute noch indirekt, auch manchmal auch direkt darunter leidet. Sie brauchen Schulen, Infrastrukturen, sie brauchen vielerlei Sachen und eine Entschädigung, Reparaturen wäre dann wirklich gut in diesem Fall. Und nicht nur das, es ist ein Zeichen der Anerkennung der Opfer. Sie werden einfach nicht beachtet. Und wenn man das macht, das zeigt, dass man auch dieses Kapitel auch in die deutsche Geschichte integriert.
Die Antwort ist auch hier ja. Wenn man davon ausgeht, dass die Themen Rassismus, Kolonialismus und Sklavenhandel keine Fußnote mehr oder kein Fauxpas in der deutschen Nationalgeschichte sind. Wenn man davon ausgeht, dass Rassismus mit dem Kolonialismus und Sklavenhandel, Sklaverei gerechtfertigt wurden, damals existiert hat und heute noch höchst aktuell ist. Also wenn man davon ausgeht, und davon gehe ich hier aus, dass diese Themen Bestandteil der deutschen Nationalgeschichte ist, dann ist dann ein Denkmal für die Opfer von Rassismus, Kolonialismus und Sklavenhandel sehr, sehr notwendig. Es ist sogar selbstverständlich, es kann doch nicht wahr sein, dass Denkmäler für anderen Opfer errichten wurden, für die Opfer von Gewaltaktionen, von Ungerechtigkeit, von Unrecht errichten wurden, aber dass man überhaupt nicht über die Opfer von Sklaverei, Kolonialismus und Sklavenhandel hier, dass man sie einfach nicht beachtet. Und das ist wiederum ein Zeichen, wie selektiv die Erinnerungspolitik hier ist, wie selektiv, wie lückenhaft diese Geschichte ist und wie man versucht, immer wieder versucht, dieses Kapitel einfach sozusagen zu vergessen oder die Gewaltaktionen, die heute noch spürbar sind, zu bagatellisieren. Und es gibt hier und da viele vereinzelte Projekte, wo man wo man versucht, dieses Thema auch oder diese Opfer auch nicht zu vergessen. Wir haben verzeihen Sie mir, dass ich das Wort sage, wir haben einen lächerlichen Gedenkstein im Garnisonfriedhof in Neukölln, wo man an die Opfer an die RRO denkt, also wo man an diese Opfer denkt. Es ist so lächerlich, das zu sehen. Ne? Und Sie haben hier in Wedding neulich das afrikanische Viertel als Erinnerungsort. Das ist gut und es gibt so viele Aktivitäten von der schwarzen Community, die immer versuchen, dieses Thema auch als Thema auch in der Geschichte zu betrachten. Aber sie brauchen noch der Weg. Wir haben noch viel zu tun in diesem Sinne. Und deswegen, es wäre sehr schön, dass man das auch jetzt ein Denkmal endlich mal auch für die Opfer dieser von Sklaverei und Kolonialismus in Berlin hat. Ich denke, das ist moralisch nicht haltbar und es ist menschenverachtend, menschenunwürdig und aus heutiger demokratischen Sicht auch illegal und ungerecht. Und es sind da Körperteile, Überreste von Menschen, die unter den schlimmsten Bedingungen ermorden wurden. In Konzentrationslagern, in der Wüste. Sie hatten nichts zu essen, nichts zu trinken, mussten verdursten, verhungern. Und dann die Körperteile wurden dann nach Deutschland gebracht. Und nicht zu vergessen, es waren auch nur Leute,
die gegen das Regime, das Kolonialregime protestiert haben, für die meisten auch. Und dann, dass diese Körperteile in Museen sind, das ist für mich noch ein Gewaltakt. Das heißt, ein Gewaltakt über den Tod hinaus. Man perpetuiert das Unrecht, die Gewalt. Und wenn Sie immer noch in Deutschland sind, ich weiß nicht, was das bedeutet. Und damals vermutet man, sollte man diese Gebeine und Schädel für medizinische Forschungszwecke so benutzen, was auch eine Unverschämtheit ist. Man sollte beweisen, dass die Schwarzen angeblich unterlegen, minderwertig sind. Ich denke, man sollte diese Sachen, diese Schädel, Gebeine, Körperteile zurückbringen. Und das ist Menschen, das ist nicht haltbar. Mehr kann ich nicht dazu sagen. Ob ihre Perspektive doch wichtig ist bei der Auseinandersetzung mit Kolonialismus, bei Projekten und so weiter. Natürlich, diese Leute, das heißt die Nachfahren kolonisierter, leben hier in Deutschland. Sie sind Teil dieser Gesellschaft. Sie haben ein Mitspracherecht. Ihre Stimme ist auch zu hören, muss gehört werden. Sie haben auch etwas zu sagen in der Gesellschaft, in der sie leben. Und es ist auch so, und ihre Perspektive kann eine Erweiterung, eine Bereicherung und vielleicht neue Aspekte aufdecken. Und wenn man weiß, dass die dominante Erinnerungsperspektive so lückenhaft ist, so viele Lücken aufweist, ist dann diese Perspektive, diese andere Perspektive doch sehr schön, kann diese Lücken dann ausfüllen und es ist auch so, seitdem viele Initiativen aus der schwarzen Community etwas in diesem Sinne machen. Sie haben so viele Sachen, die damals selbstverständlich waren, die gar nicht mehr so selbstverständlich sind, weil sie wurden in Frage gestellt, sie wurden dekonstruiert. Und ich denke, man auch das nicht nur als Gegenerzählung oder als Gegenperspektive, aber als eine Perspektive, die auch produktiv sein kann und die auch etwas ändern kann und entscheidend etwas ändern kann.